Houston, wir haben ein Problem. Oder genauer gesagt sogar mehrere Probleme. Darauf komme ich aber gleich. Servus zusammen. Ich möchte hier wieder ein mehr oder weniger altes, neues Format wiederbeleben. Ich habe ja schon vor einiger Zeit so diverse Vlog-Formate gemacht, so ein paar Videos und etwas in die Richtung möchte ich wieder machen. Wie das Ganze dann sich entwickeln wird, wird sich erst noch zeigen müssen. Aber ich will da einfach ein bisschen die Hobbyaktivitäten von mir quasi für mich dokumentieren und werde da ab und an mal so das ein oder andere Video dazu machen, je nachdem, was gerade so bei mir hobbytechnisch passiert. Und dann werden dort regelmäßiger oder auch vielleicht unregelmäßiger diverse Videos kommen. Aber ich möchte euch das Ganze gleich mal zeigen, was so aktuell in letzter Zeit bei mir passiert ist oder was eben gerade jetzt los ist. Und zwar hier gleich mal wieder das Thema Kings of War. Ihr habt es vielleicht schon auf Instagram gesehen. Ich habe hier wieder selbst ein bisschen die Freude daran gefunden, bei Kings of War weiterzumachen. Und habe hier jetzt mal für die ersten 1000 Punkte alles wieder zerrissen. Denn ich habe hier ja schon meine Armee gehabt. Da habe ich jetzt wieder einen Teil von den Bases runtergenommen und diese mal grundiert. Und ich habe hier auch mit ein bisschen Quark gearbeitet, um da ein bisschen mehr Struktur in das Ganze reinzubekommen, ein bisschen mehr Scenic das Ganze zu machen. Und da geht es halt jetzt mal an die Bemalung für die Bases, um dann eben die Figuren hier dann in Angriff zu nehmen. Den Trupp, den kennen manche von euch eh schon, wenn ihr den Kanal etwas länger verfolgt. Und in diesem Farbstil wird sich das Ganze dann eben abspielen. Und ansonsten hier drüben ist gerade ein bisschen messy, weil ich da alles Mögliche in letzter Zeit mir besorgt habe. Aber auch hier ist dann der Rest der Armee. Da ist dann so einiges drinnen, was so gebaut wurde. Hier der Frost Giant, da war ja auch mal ein Video mit einem kaputten Bauteil. Das wurde ersetzt, das muss ich jetzt noch austauschen. Und dann kann ich auch den Frostriesen fertig zusammenbauen. Ansonsten ist hier der Rest meiner Armee, was aktuell eben gebaut ist. Ich habe hier im Juli damals ein paar Figuren fertig gemacht, um eben die 2300 Punkte mal spielfertig zu haben. Das ist das, was ihr hier seht und was ihr vorher gesehen habt, zusammen. Und da ist inzwischen dann noch ein bisschen was dazugekommen. Hier unten zum Beispiel noch ein paar Tundra-Wölfe, die ich dann schon in der Zwischenzeit zusammengebaut habe. Aber unabhängig davon ist leider hobbytechnisch nicht viel passiert, was Kings of War jetzt bei mir betrifft. Aber auf jeden Fall, ich werde hier mal mit diesen ersten 1000 Punkte weitermachen. Ich möchte da nicht so ganz auf die Challenge eingehen, sondern das Ganze schneller hinbekommen. Also die Challenge ist für euch, aber da will ich schon in nächster Zeit weitermachen. Und hier hinten noch als Info, falls es jemandem schon vorhin aufgefallen ist, habe ich ein paar Enforcer mittlerweile auch schon bemalt. Das ist der Inhalt der 2-Spieler Starterbox, was ihr bekommt. Und es fehlen hier eigentlich nur noch die Bases. Unabhängig davon, der Rest der Armee ist eben bemalt. Würde ich mal sagen, also das ist schnell und easy. Da fehlen nur, wie gesagt, nur noch die Bases. Wenn irgendwer Ratschläge dafür hat, was ich da nehmen kann oder wie ich die Bases machen könnte, bitte gerne her damit. Ich habe jetzt schon ein wenig vorgearbeitet und habe hier mal die Bases, die Steine trocken gebürstet. Auch hier diese Felsen oder Steinwände. Woran ich jetzt gerade arbeite, ist das Eis. Ich habe hierfür einfach nur blau aufgetragen auf die Base, dort wo ich das Eis haben möchte ungefähr. Und ich habe das gleich gemacht wie schon bei den anderen Bases. Einfach nur mit einem einfachen Blau. Und da kommt jetzt das Eis drauf. Nur habe ich diesmal den Unterschied gemacht, dass ich 2 Farbtöne verwendet habe, um hier ein bisschen unterschiedlich tiefes Wasser darzustellen. Und das gleiche habe ich hier dann quasi nochmal gemacht.
Und das soll dann quasi so aussehen am Ende dann wie bei den bereits fertigen Bases, die ich ja schon habe. Aber das kann ich euch ja gleich mal zeigen. Ich werde da mal das fertige Base holen. Das hier sind ja die Schneefüchse, die ich schon vor einer ganzen Weile gemacht habe. Habe ich ja auch schon in einem alten Video mal gezeigt, glaube ich. Ich werde euch das auch in der Videobeschreibung verlinken. Und ebenso wie hier das Eis, dieser vereiste Fluss oder dieser Bach quasi gemacht wurde, so soll das dann am Ende auch aussehen. Ich verwende dafür hier so Resin-Eis, das gibt es quasi als Mischung zu kaufen, dass man dann selbst zusammenmixt und dann aushärten lässt, und das kann dann eigentlich sehr schön verarbeitet und auch gebrochen werden, damit man hier schöne Abbruchkanten auch hat, wie bei richtigem Eis. Und das werde ich dann mit ganz normalem einfachen Bastelleim dann hier draufkleben, dieses Eis auf die Bases, weil es ja dann durchsichtig austrocknet und dann sieht man gar nichts mehr davon. Das war es jetzt eigentlich auch schon. Das Ganze braucht jetzt natürlich eine ganze Weile, bis der Leim ausgetrocknet ist. Und sobald das der Fall ist, können wir hier mit den Bases weiterarbeiten und diese fertigstellen. Ein neuer Tag. Ich wollte jetzt eigentlich mit den Bases weitermachen, denn unsere Eisplatten sind mittlerweile schön getrocknet. Das ist auch alles schön klar geworden. Da wollte ich jetzt eigentlich weiterarbeiten und die Bases mit Strukturpaste versehen. Aber was soll ich sagen? Houston, wir haben ein Problem. Oder genauer gesagt sogar mehrere Probleme. Darauf komme ich aber gleich. Zuerst mal zum Thema mit den Bases. Ich wollte, wie gesagt, gerade weitermachen und habe jetzt gesehen mit der Paste, die ich hier verwende für meine Bases, dass diese anscheinend eingetrocknet ist. Ich habe hier jetzt mal ein bisschen Wasser reingegeben. Mal schauen, ob das Ganze wieder ein bisschen aufweicht. Falls hier irgendjemand Erfahrungen damit hat, kann es mir gern schreiben. Ich kann so eben nicht weiterarbeiten, denn diese Paste ist jetzt schon eine ganze Weile offen und so wird es halt nichts. Daher die Bases mal außen vor gelassen, da kann ich leider nicht weitermachen. Habe ich mir gedacht, mache ich was anderes. Daher steht hier die Operation Blackwind Box. Wenn ich mir gedacht habe, okay, nehme ich die in Angriff. Die Figuren sind eh noch nicht gebaut. Ich mache das als nächstes mal, bis ich mit den Bases weitermachen kann, weil im Notfall muss ich halt mir Strukturpaste kaufen, um weitermachen zu können. Aber da bin ich jetzt aufs nächste Problem gestoßen. Und zwar, ich verwende aktuell diesen Army Painter Superkleber. Und was soll ich dazu sagen? Ich habe den vor ein paar Monaten bereits natürlich aufgemacht, weil ich für Freebooters Fate Figuren zusammengeklebt habe. Problem Nummer 2, Houston, das Ding ist auch eingetrocknet. Also auch hier keine Möglichkeit weiterzumachen. Jetzt stellt sich halt die Frage, was ich jetzt als nächstes angehe. Ich habe hier jetzt noch einen Alleskleber von Batex gefunden. Der klebt eigentlich ganz gut, aber ich habe keine Ahnung, ob das mit dieser Gel-Konsistenz überhaupt funktioniert für Figuren. Aber ich denke mal, ich werde das mal ausprobieren für eine Figur von den Infinity-Sachen. Dann sehen wir eh, ob das funktioniert. Dann kann ich dort zumindest weitermachen und mal diese Figuren zusammenbauen. Aber wie gesagt, das ist mal der aktuelle Status. Ich kann mit den Bases auf alle Fälle nicht weitermachen. Ja, mit den Bases habe ich noch immer nicht weitermachen können. Auch bei Infinity ist aktuell noch nichts passiert. Das werde ich vielleicht heute am Abend angehen. Aber auf alle Fälle, falls es jemandem aufgefallen ist, im letzten Teil vom anderen Tag, ich habe hier jetzt zumindest mal die Gelegenheit genutzt und meinen Mal- und Bastelplatz ein wenig aufgeräumt, damit ich da alles beiseite habe, was eigentlich nicht hier zum Hobby gehört, beziehungsweise nicht fürs aktuelle Projekt. Somit ist zumindest in die Richtung mal ein bisschen was passiert. Und dann habe ich noch die Chance genutzt und habe mich da ein bisschen neu organisiert. Und ich habe mir da
jetzt so etwas vorbereitet, wo ich dann alle Figuren reingebe, an denen ich gerade arbeite, eben jetzt bezogen speziell für Kings of War, damit zumindest die Sachen nicht irgendwo in der Gegend herumfliegen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich das letzte Mal hier jetzt was gefilmt habe. Auf jeden Fall ist hobbymäßig ein bisschen was weitergegangen, und zwar wir hatten ja das Problem, dass mir diese Strukturpaste eingetrocknet ist und ich habe die mit Wasser verdünnt und das hat ganz gut funktioniert. Obwohl die ganz fest gewesen ist, hat sich die Gott sei Dank dann wieder sehr aufgeweicht und konnte verwendet werden. Die Bases sind mittlerweile auch fertig. Ich habe die fertig machen können, komplett. Die sind gerade beim Trocknen, daher kann ich sie euch noch nicht zeigen. Wird aber dann demnächst mal passieren. Wahrscheinlich dann im nächsten Video. Und ich habe da mal mit anderen Sachen weitergemacht, zum Beispiel mit meinen Schneetrollen. Da habe ich jetzt ein bisschen mit Greenstuff ein paar Sachen ausgebessert, um da dann auch demnächst mal mit der Bemalung anfangen zu können. Und ansonsten wird es hier jetzt mal weitergehen. Das habe ich mir hier jetzt auch gerade hergerichtet mit Infinity. Und zwar habe ich mir da die Operation Kaltstrom Box jetzt geschnappt. Ich glaube, ja, da hinten sieht man sie vielleicht. Da liegt die Box noch offen. Habe ich mir jetzt mal die ersten paar Modelle bei der Fraktionen geschnappt. Und da geht es jetzt dann mal an die Arbeit, die zusammenzubauen. Und wieso ich das jetzt auch gemacht habe, ist unter anderem, ich habe hier schon vor einer ganzen Weile so Base Topper gekauft von Custom Meeple, unter anderem eben einfache Bases, sage ich jetzt mal, wenn man das hier dann vielleicht ein bisschen sehen kann, die ich eben gedacht habe für O12 und weiters dann auch für Aleph, um diese ein bisschen zusammenzubringen, diese beiden. Das habe ich ja auch bei O12, diese Bases schon verwendet, und jetzt werden die für Aleph weiterverwendet, damit das Ganze zusammenpasst. Und ich habe mir dann eben auch noch Bases geholt beziehungsweise Base Topper geholt, besser gesagt, für Hack-Islam, und das war hier so ein Set für die damalige Red Veil Box. Da sind für alle Figuren, die dort drinnen waren, die Bases dabei, und wenn man es vielleicht ein bisschen erkennen kann, ihr werdet es dann bei den fertigen Figuren das sehen, dass da unten sind dann eben die Base Topper für Hack-Islam, und da werde ich jetzt die mal einfach verwenden und dann weitermachen. Und insgesamt habe ich da eben eine ganze Galerie von Base-Toppern, um hier mal weitermachen zu können. Also steht mal Infinity jetzt auf dem Plan. Zumindest mal den Zusammenbau und die ersten paar Figuren dann anmalen. Und ansonsten, ich habe noch ein kleines Geheimprojekt, sage ich mal, in Bezug Freebooters Fate. Da geht es jetzt weiter. Das werde ich euch jetzt aber nicht zeigen, was ich da aktuell mache. Da müsst ihr ein bisschen gespannt sein. Da kommt auch noch was. Aber mal schauen, was das dann sein wird, beziehungsweise wann das kommen wird. Und da habe ich ja noch gar nicht gesagt, wir hatten ja das zweite Problem wegen dem Sekundenkleber. Ich kann ja die Modelle nicht zusammenbauen. Ich habe mir das da gespart, mit diesem Kleber das Ganze zu versuchen, weil das Ganze dann doch etwas zu dickflüssig gewesen ist. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich nehme mal so vom Supermarkt einen Kleber mit, den habe ich schon einmal verwendet. Den werde ich das jetzt mal hier zusammenkleben und mir demnächst einmal bei einer Bestellung wieder einen vernünftigen Sekundenkleber dann besorgen. Ansonsten werde ich jetzt die Bases mal trocknen lassen für die Kings of War Armee, um dort dann weitermachen zu können demnächst, und in der Zwischenzeit eben Infinity angehen. Falls es jemanden interessiert, ich habe da schon ein Video gemacht zur Box Operation Blackwind, die hier hinten liegt. Ich werde euch das Video hier jetzt einfach mal verlinken, falls ihr euch da den Inhalt etwas genauer ansehen wollt.